Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute Abend wieder eine frisch gepresste Ausgabe für euch von mir. Und zwar haben wir als Themen Austrian Airlines im Winterflugplan 3 neue Strecken. Dann haben wir natürlich auch den Termin, den 1. Juni um 15:35 Uhr wird nicht zurückgeschossen, sondern mit dem 380er wieder für Lufthansa geflogen, nicht verpassen. Dann haben wir Damen, die haben irgendwie 6 Kilo Kleidung am Leib, nur damit sie das Handgepäck nicht aufgeben müssen. Auch ein interessanter Trend. Southwest Airlines lässt die Piloten durch das Fenster einsteigen. Ist vielleicht eine neue Sparmaßnahme, damit man den Jetway nicht mehr braucht. Wir haben dann noch einen Dealzone-Deal. Der geht von Dublin nach Indien, habe ich geschrieben, aber das ist natürlich nach JFK. Keine Ahnung, warum das falsch da ist. 1429, das müssen wir sofort abändern, dass das nicht irgendwie noch Wellen schlägt. Dann haben wir noch ein Thema, was wieder so im Bereich Quatsch ist. Ich habe da mal was gelesen und wollte das mit euch heute am Heiligen Samstag besprechen. Was nervt die Leute beim Check-in? Und da habe ich für euch einen Zeitungsartikel oder einen Online-Artikel rausgegraben. Und da können wir das mal besprechen, weil es Quatsch ist. Glaube ich zumindest. Aber ihr könnt ja schreiben, was ihr wollt. Nachdem ihr natürlich den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, einen Like dagelassen habt und vor allem auch kommentiert, können wir auch direkt schon in die Themen einsteigen. Und zwar haben wir natürlich am Anfang die Lufthansa mit ihrem A380 am Donnerstag, dem 1. Juni, 15:35 Uhr wird losgeflogen. Und das ist natürlich das Comeback, worauf ihr schon lange gewartet habt. Und das ist ja auch der erste Teil der Frage des Tages. Freut ihr euch auf die Lufthansa A380? Die Pandemie hat natürlich alles geändert, hat die 380er dezimiert, Fluggesellschaften haben sie komplett abgeschafft, Air France ja irgendwie schon, ohne dass es die Pandemie da bedurfte. Dann Thai Airways hat auch jetzt entschieden, wollen wir nicht mehr haben, aber andere bringen alles in die Luft zurück, Emirates bringt alle in die Luft zurück und Lufthansa jetzt auch. Aber wie wir alle natürlich wissen, wenn in München ein Flugzeugtyp in die Luft geht, der neu ist, dann gibt es Blasmusik. Natürlich, das ist typisch deutsch, das ist typisch Lufthansa. Nein, natürlich ist das bayerisch und von München eine Besonderheit. Und dieser R380, Mike Kilo ist der Name am Ende, fliegt dann los nach einer Pause von 3 Jahren. Ne? Und die Delta Alpha India Mike Kilo, das ist der richtige Name, wird den Neustart hinlegen und täglich nach Boston fliegen. Zum amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli kommt natürlich noch von München die New York-Verbindung dazu. Heißt also auch, weil dann der zweite Flieger da ist. Der 380er ist ein geiles Flugzeug, da gibt es gar nichts. Die Fluggesellschaften heulen zwar ein bisschen rum, dass es aus Kosten- und Umweltgründen der Betrieb nur möglich ist, es viersprachig, wenn alle Plätze verkauft werden. Logisch, sollte man anstreben. Das ist natürlich etwas problematisch. Aber die ersten 380er sind abgewrackt. Auch von der Lufthansa weiß man nicht, ob die noch zurückkommen, die noch eingemottet sind. Zumal die 7 und die 8, die kommen, also der 7. und der 8. 380er, der zurückkommen sollten, die bedarfen etwas mehr der Pflege. Und da ist es halt so, dass man da natürlich dann ganz klar sich das überlegt, ob man diesen Schritt geht. Und der drittgrößte Betreiber war die Lufthansa mit 14 Stück. Aber man hat ja irgendwie Buchungsprobleme. Aber jetzt sind die Strecken relativ gut gefragt. Die Leute wollen 380er fliegen. Und das ist doch eine coole Geschichte. Wir hoffen dann natürlich auch, dass die 509 Plätze öfters voll sind als leer. Und dass Jens Ritter damit Spaß hat. Er sagt, dass er damit rund 50.000 Passagiere alleine über den Tümpel fliegt. Das ist ja dann Boston und New York. Nächstes Jahr sollen es ja sogar rund 1 Million Passagiere werden. Fliegt ihr mit dem 380er, wenn ihr 380er fliegen könnt, kommentiert, sagt, ob ihr euch drauf einen 380er freut oder sagt ihr, nee, ist die alte Kabine, will die neue Kabine haben und so weiter und so fort. Aber es ist ein teures Späßchen mit dem 380er, sagt die Lufthansa. Und weil die Lufthansa da so viele
Hemmschuhe, ich weiß gar nicht, wie man das nennen will, Probleme hatte, ist vielleicht auch Thai Airways abgesprochen und gesagt, wir haben da vielleicht so ein bisschen Angst. Weil man muss ja überlegen, dass wenn man so einen 380er betreibt, und ich sage es ja nochmal, das hatte ja da etwas für Verwirrung gesorgt, man braucht, um einen 380er zu berädern, 20 Pilotinnen und Piloten und 40.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, 400. Also 20 und 400 pro 380er. Würde also heißen, wenn die 7 und die 8 kommt, wären das nochmal 40 Piloten mehr und 800 Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen mehr. Da kommt natürlich Freddy von letzter Woche wieder ins Spiel. Hoffentlich ist er davon dann einer. Und die Buchungslage, ich habe es ja gesagt, ist relativ gut. Das ist natürlich laut Lufthansa-Bundessprecherin Bettina Rittberger, sagt, dass es sogar Gäste gibt, die extra auf den Flugzeugriesen gewartet haben, weil dieser so geräumig und leise sei. Also das heißt, man hat jetzt die Sonderstellung des 380ers mal wieder rausgekramt. Vorher war man und Timothy Clark sagt auch, wenn wir mit dem 380er als Emirates reinfliegen, dann kommen die Leute, weil sie einfach den 380er fliegen wollen. Gut, Economy Class ist nicht so wirklich der große Unterschied, so empfinde ich das persönlich, aber in der Business und in der First Class ist schon ein Tip-Top-Erlebnis. Bei der Lufthansa muss man sagen, ist das First-Class-Erlebnis geil, aber bei der Emirates mit der Bahn geiler Scheiß. So, lasst uns nicht weiter abwandern vom Thema, sondern jetzt mit Austrian Airlines weitermachen. Und zwar bei Austrian Airlines gibt es im Winterflugplan 3 neue Ziele. Ja, und zwar wollt ihr natürlich wissen, welche das sind, ne? Es gibt auf jeden Fall im Winter 70 kontinentale, 16 Intercont-Strecken und dann hat man jetzt im Laufe des Sommerflugplans bereits 4 neue Strecken aufgenommen. Das ist Porto, Marseille, Billund und Tivat. Billund ist, glaube ich, Legoland, ne? Billund, Dänemark. Aber nun gut. Und nach Porto, Marseille werden auch über den Winter weiterhin weggeführt. Zum Winterflugplan gibt es zudem 3 neue Verbindungen. Ab dem 14. Oktober fliegt man nämlich 2-mal pro Woche von Wien aus nach Sevilla. Und im Dezember 2023 kommt dann Rovaniemi dazu, für alle, die zum Weihnachtsmann mit wollen. Ihr könntet rein theoretisch mit der Austrian anreisen, aber dadurch, dass wir natürlich einen Tag vorher noch in Helsinki viel Spaß haben, sogar 2 Tage, von Donnerstag auf Freitag, von Freitag auf Samstag, Samstag bis Montag sind wir in Rovaniemi, könntet ihr rein theoretisch dann mit der Auer zurückfliegen, wenn ihr wollen würdet. Nun gut, das ist halt, wie gesagt, nochmal Werbung. Wenn ihr mitmachen wollt zum Weihnachtsmann, sagt Bescheid. Und dann ist es so, dass im Interkontinentalverkehr werden die Anzahl der Flüge erhöht, also die Schlagzahlen. Da ist es, dass man im Winterflugplan dann bis zu 4-mal pro Woche nach Shanghai und dann nach New York, also nach Newark, Marrakesch und Kairo fliegt. Da werden nämlich auch die Frequenzen erhöht. Das Streckennetz als solches kennen wir ja alle. Flugzeuge sind immer noch die 17 Embraer 195, 19, 320, 200er, 2 320er Neo sind schon da, 321er 100er, 321er 200er. Dann gibt es noch 3 von den 767-300 Seelenverkäufern und von den 6 Boeing 777-200 auch Seelenverkäufer. Nicht, weil es schlechte Flugzeuge sind, sondern weil die immer irgendwelche Wehwehchen haben und die Toiletten gern mal nicht funktionieren. Deshalb warten wir händeringend, dass diese, da sind das schon fast 30 Jahre alte Maschinen, ne? Dass die durch die 787-9er, die Sprinter der Lufthansa, ersetzt werden. Und da freuen wir uns schon drauf. 2024 soll es ja wirklich damit losgehen. Weiter geht es dann mit dem Thema 6 Kilo Gepäck am Körper im Flugzeug. Also nicht, dass man anfängt zu schwitzen. Ich gebe euch mal das Bild dazu. Es gibt sogar 3 Bilder. Warte, hier, das ist das eine. Das sind die beiden Damen, innig auf dem Flugfeld, hätte ich fast gesagt, am Flughafen. Das ist die eine Dame, die hat quasi Umstandsmoden an, mit ihrem, ist das ein iPad oder sowas, da vorne dranhängend. Und dann das letzte Bild, das ist die andere Kollegin, die auch aus ihrem Koffer Sachen rausholt, um dann damit in den Flieger zu kommen. Das heißt also, diese 2 australischen Teenager, ich
Ich gebe euch nochmal das letztere oder das erstere Bild, so ist es richtig, da ist es. Die beiden sind es, mit fast 6 Kilo Gepäck am Körper den Flieger zu besteigen. Das heißt also, das Handgepäck war über dem Limit für das Gepäck. Und da es nur ein kurzer Inlandszug war, und zwar von Melbourne nach Adelaide, ist für die beiden Damen das eventuell ein Abenteuer geworden. Und natürlich auch irgendwie so, es gibt ja Hot Yoga, vielleicht ist das Hot Flying oder sowas. Als man dann am Flughafen in Melbourne war, der Flieger, den sie eigentlich nehmen wollten, in letzter Minute gecancelt worden ist, gab es dann eine Wartezeit, bis es einen Ersatzflug gab. Und als es zum Boarding ging, überprüften die Mitarbeiterin der Jetstar das Handgepäck der Reise. Und Jetstar ist eine Billigfluglinie. Ja, natürlich, die machen damit ihr Geld. Und damit, dass die Koffer fast 7 Kilo zu schwer waren und ihn trotzdem mitnehmen zu können, hätten sie 40 € zahlen müssen. Viel Geld für die beiden, und deshalb hat man beschlossen, wir machen Michelin-Männchen. Und ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Das war eine TikTok-Geschichte. Würdet ihr auch, und das ist die andere Fragestellung, der zweite Teil der Frage des Tages, würdet ihr euch auch so mit Klamotten voll machen, damit ihr mit quasi 6 Kilogramm Kleidung, so wie ein Teddybär oder wie auch immer man das nennen möchte, ins Flugzeug geht, um halt kein Geld zu zahlen? Vielleicht wird das bei Finnair bald nötig, weil da wird ja auch kontrolliert und Billig-Airline. Also ihr wisst ja selber, welche Fluggesellschaften es gibt, die da immer wieder aus der Art schlagen, um es höflich zu formulieren. Dann haben wir noch das Thema Southwest-Piloten steigen durchs Fenster ein. Natürlich ist so eine Geschichte von mir immer so halb wahr, wenn man das so sieht. Da sieht man den Kollegen, wie er einen Flieger gebracht wird. Und bei Southwest Airlines ist es so, dass ein Passagier auf die Toilette gegangen ist. Und als er die Toilette vor dem Cockpit die Tür aufgemacht hat, musste er die Cockpit-Tür zumachen. Dann ist die ins Schloss gefallen, aber keiner war im Cockpit. Ich persönlich kenne nur das 320er-System. Heißt also, dass beim 320er, dass man dort den Code eingibt und dann geht die Tür auf. Und man kann mit einem Hebel im Cockpit, wenn man den nach hinten legt, diese Funktion blockieren. Aber dafür muss einer im Cockpit sein. Ansonsten, solange keiner im Cockpit ist, geht mit dem Code die Tür immer auf. Deshalb verstehe ich nicht, warum er durchs Fenster einsteigen musste und nicht reinkam. Eventuell ist das ein älteres, eine 700er NG oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es für diesen Flug dann auch etwas Verspätung. Es war nur 8 Minuten. Aber ist doch ein spannendes Bild. Da könnt ihr auch nochmal direkt schreiben, wie ihr das findet. Vielleicht wäre das ja auch eine Möglichkeit. Ich meine, ich würde ja in so ein Flugzeug so einsteigen, muss ich ehrlichweise gestehen. Weil man würde ja gerne das Cockpit sehen. So hat man zumindest einen Grund, dass man da guckt. Aber das ist eine enge Veranstaltung. Wer sich mal aus einer 737 abgeseilt hat, aus dem Cockpit, aus dem Mock-up oder so, oder aus einer echten, der weiß, dass das nicht spaßig ist. Gerade bei meinen 2,1 Meter war das nie Freude. Wo Freude aufkommt, ist bei Fluggesellschaften, wenn Verspätung kommt. Und das ist natürlich ironisch gemeint, denn Verspätungen sind für Fluggesellschaften, wenn sie gewisse Zeiten, Strecken und so weiter sind, bei 250 € angefangen und geht dann bis 600 € pro Richtung. Das ist natürlich unangenehm. Und jetzt gibt es aber eine interessante Geschichte. Und zwar gibt es ja die Air Defender 23. Und diese Air Defender spielt halt Artikel 5. Artikel 5 in dem NATO-Vertrag, für alle, die nicht gedient haben oder sich mit dem NATO Atlantic Treaty Organization Kontrakt nicht auseinandergesetzt haben, heißt es, wenn einer einen angreift, werden alle angegriffen. Und damit macht man halt wirklich diese größte Verlegeübung seit dem Zweiten Weltkrieg. 5 Jahre geplant, hatte ich ja gesagt. Aber jetzt kommt es. Und zwar ist es so, dass unter dem europäischen Gesetz die Kompensation von Passagieren, wenn es außerordentliche Umstände sind, ganz klar nicht bezahlt werden muss. Aber in Europa haben viele Dinge ja ihren Test vor Gericht dann doch bestanden und die Fluggesellschaften mussten bezahlen, was alles außerordentliche Vorkommnisse sind.
Und es gibt jetzt eine Entscheidung vom Europäischen Direktorat General für Mobilität und Transport. Und der hat gesagt, dass alle Verspätungen, die aufgrund der Air Defender 23 passieren, für Kompensation herangezogen werden können. Das heißt also, die EU-Verordnung EU 261/2004 zieht knallhart durch. Wer also Verspätungen hat, 1500 Kilometer und die Stunden dazu, 250 €, wenn es mehr als 1500 Kilometer sind in der EU oder außerhalb der EU von 1500 bis 3500, dann sind es 400 € und wenn es mehr als 3500 Kilometer sind, 600. Das gilt für den Weg nach draußen für alle Fluggesellschaften. Wenn ihr in die EU wieder reinfliegt, gilt es nur für EU-Fluggesellschaften. Heißt also, wer mit Qatar, Emirates oder sonst was fliegt, kriegt kein Geld auf dem Rückweg, sollte es zu einer Verspätung kommen. Und da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, finde ich unfair gegenüber der Fluggesellschaft, weil die Fluggesellschaft weiß ja hier ja selber nicht wirklich, was sie tun soll, um es zu verändern. Weil wenn der Luftraum gesperrt ist, die einen weiteren Bogen fliegen müssen oder gar nicht erst fliegen können, weil es eine Slot-Regelung gibt, also das finde ich unfair. Aber auch hier könnt ihr mal kommentieren, ob wir da Mitleid mit den Fluggesellschaften haben sollten oder ob wir einfach sagen, Pech gehabt, Geschäftsmodell ist so. Und dann ist das halt, wie es ist. Ne? Ja, dann haben wir das nächste Thema, was wieder Quatsch ist. Und zwar Quatsch in meinen Augen. Ich weiß gar nicht, ob viele Leute überhaupt wissen, wenn sie schreiben. Und da muss ich mich doch an die Schreiberin, das ist das HNA. HNA, wofür steht denn das überhaupt? HNA ist eine Lokalzeitung aus Kassel oder sowas. Auf jeden Fall haben die im Ratgeberteil geschrieben, und zwar die Franziska Keindl hat geschrieben, Hotelmanager weiß, was beim Check-in von Gästen am meisten nervt. Und jetzt könnt ihr mal selber in euch hineinhorchen und mal schauen, ob ihr euch wiederfindet. Das heißt also, wer das Hotelzimmer bucht, will natürlich einchecken, will aufs Zimmer, will die Ausstattung so haben, wie er es gebucht hat, sollte sauber sein, das Bett und alles tippitoppi. Aber jetzt ist es so, dass ein Hotelmanager gesagt hat, wenn ihr zu früh kommt zum Check-in ohne Vorankündigung. Hey, ich gebe immer an, wann ich ankomme. Ich gebe auch meistens an, mit welchem Flug ich ankomme. Und trotzdem ist mein Zimmer nicht fertig. Aber der Kollege hat gesagt, und das war Kevin Gilbert, der Hotelmanager Boutique Hotels Senna House in Scottsdale in Arizona. Heißt also, die haben das wieder wahrscheinlich irgendwo im Amerikanischen abgeschrieben, dass das frühe Erscheinen den Zimmerservice in Bedrängnis bringt. Die Reinigung der Räume für womöglich noch nicht abgeschlossen ist. Und das gilt dann unabhängig davon, ob Reisende eine frühere Ankunft planen oder sich die Anfahrt als kürzer als gedacht herausstellt. Heißt also, ihr solltet dem Hotel früher Bescheid sagen oder so früh wie möglich Bescheid sagen, dass ihr früher kommt. Am besten noch vom Tag der Ankunft. Hey, trotzdem ist das Zimmer nicht fertig. Weiß ich jetzt nicht. Ist das etwas, was ihr interessant findet und spannend findet als Grund, wo ihr sagt, da kann das Hotel schwitzen? Oder ist das Berufsrisiko? Auch mit dem späteren Auschecken. Je nachdem, welche Hotelkette ihr seid, ist ein Late Checkout anyways upon availability. Oder wenn es ein Resort ist, und das gilt auch für Hyatt, dann gilt das Late Checkout gar nicht. Aber immer fragen. Und natürlich fragt man ja ein Late Checkout auch erst vorher an, bevor man halt quasi sagt, oh, ich habe jetzt 11 Uhr, ich brauche nochmal bis 14 Uhr, geht das? Also das sollte man beim Check-in dann schon klären, weil das weiß man ja meistens. Auch hier wieder sagt, ob ihr euch wiederfinden könnt. Und er sagt, in so einem Fall kann man halt den Gästen anbieten, das Gepäck bis zum Einchecken oder nach dem Auschecken aufzubewahren. Und man erhofft sich Verständnis von den Gästen. Manche Leute, die früh auftauchen, erwarten, dass die das Zimmer um 11 Uhr morgens bekommen, nicht zur vereinbarten Zeit. Na nun gut, wenn es aber frei ist, wo ist das fucking Problem? Wenn es nicht frei ist, dann hast du halt Pech gehabt. Ich habe auch schon mal bis 19 Uhr, obwohl ich einen Status habe, das war Platin bei Starwood im Westin in Las Vegas, gewartet, obwohl ich um 16 Uhr, was die normale Check-in-Zeit ist, erschienen bin, also 3 Stunden. Ja, spannend.
Dann kommt das nächste, wovon die Leute am meisten genervt sind, ist, dass die Leute nicht die Wörter bitte, danke und so weiter sagen. Und er meint auch noch, man muss sagen, das haben sie aber toll gemacht. Ich finde, das hast du toll gemacht. Feines Zimmerchen gegeben. Also da muss ich ehrlicherweise sagen, nee, also das erwarte ich jetzt nicht. Ich bitte erwarte, dass Bitte und Danke gesagt wird. Und wenn das Zimmer wirklich hübsch ist, dann gehe ich auch am Check-in vorbei und sage, hey, super Zimmer, dank dir oder irgendwas. Aber da muss es auch schon tipptopp sein und ordentlich sein. Das sage ich jetzt nicht einfach, weil feines Zimmerchen gemacht. Ne? Also das finde ich nicht in Ordnung. Und dann, das ist natürlich wieder so typisch amerikanisch, ist, dass man Trinkgeld geben kann. In den USA halten Barkeeper und Bedienungen in der Regel 20%. Und das Zimmermädchen gibt Gilbert $2 pro Tag und hinterlegt das Geld in einem Umschlag an der Rezeption, damit es auch beim Personal ankommt. Aha. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Weil es gibt ja Hotels, und da sind mir einige bekannt, namentlich im Mittleren Osten zum Beispiel, Abu Dhabi, Dubai, da hat das Hotel die Knete eingesackt. Da haben die Mitarbeiter gar nichts bekommen. Und in Deutschland sind angeblich 2 Euro pro Übernachtung angemessen, wie das Online-Portal Reisereporter berichtet. Sagt ihr, dass da Trinkgeld angemessen ist, 2 Euro? Oder ist das eher etwas, wo ihr sagt, nee, also das ist jetzt zu viel des Guten? Und dann das nächste Thema, was ihn nervt, ist, dass es zwischen 22 und 7 Uhr in vielen Hotels eine Art Ruheregelung gibt, dass man halt sagt, nicht über die Zimmer rennen und so weiter. Ja, das ist ja auch normal und richtig. Und dass man auf den Zimmern keine Partys macht oder Musikorgien veranstaltet oder sonst was. Weil sonst kommen die Gäste nach unten und die haben ein Problem. Das kann ich verstehen. Aber dieses mit dem Trinkgeld und so weiter, da habe ich so meine Schwierigkeiten, weil ich glaube, die Leute sollten so bezahlt werden und in Amerika auch dieses Zwangsvertrinkgelten am Essenstisch finde ich nicht gut. Hast du mit 8 Leuten was zu tun, bezahlst du automatisch 22%. Finde ich frech. Und der Knüller war auch der Check-in-Automat in Newark. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die ich für morgen vorbereitet habe, aber die fällt mir gerade ein. Muss ich mal gucken, ob ich die da noch bringe. Der fragt nach Trinkgeld. Der Check-in-Automat am Flughafen fragt nach Trinkgeld. Kannst du echt nicht ausdenken. Also komplett Banane, komplett bekloppt, komplett durch. Also da bin ich mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. So, jetzt gibt es noch ein Deal, so ein Deal des Tages. Da müssen wir dann nochmal direkt schauen, dass ihr den Dealzone auch direkt mitkriegt. Hier haben wir es, Share Screen. Da seht ihr, das ist die Strecke Dublin-JFK. Ich weiß nicht, warum ich Indien geschrieben habe. Ach nee, ist von gestern noch übrig geblieben, so war das. Dublin-JFK hin und zurück, 3179 Meilen, sind 6359 Meilen. Das Ticket ist ein Z-Klasse-Ticket. Restriktionen gibt es ein bisschen, und zwar 180 Tage vor Abflug muss man buchen. Und eine Nacht von Samstag auf Sonntag muss drin sein, 12 Monate Maximalaufenthalt. Ticket ist nicht refundierbar und erstattbar gegen oder Änderungen möglich gegen Gebühr und Ticketdifferenz. Da es sich um ein Delta Airlines Z-Klasse-Ticket in der Business Class handelt, gibt es bei Hainan 15.316 wie bei China Eastern, Aeromexico 12.000 paar kaputte, wie auch bei Virgin und der Czech. 10.000 nur bei der China Southern, 9.516 bei Saudi-Arabien. Die Aeroflot gibt 7.930, genau wie Air Europa und The Korean. Vietnam Airlines, Garuda, Xi'an, China, Flying Blue, Middle East, Aerolinas Argentinas 6.344. Und die Freunde der Delta geben 0 Punkte. Müsst ihr nochmal gucken. Ich weise immer wieder darauf hin. Ein Richtwert ist das nur, was ihr bei Where to Credit bekommt. Jetzt nochmal der Hinweis für die Frage des Tages. Und zwar ist die Frage des Tages: Freut ihr euch auf die Lufthansa A380? Und würdet ihr euch auch so warm und mollig, kuschelig, vor allem vielleicht im Sommer, in Australien ist jetzt gerade Winter, also das heißt, das wäre ja okay,
Also es geht da auf Winter zu, ist kühler. Aber wenn du dann halt solche Lagen hast und hast draußen 20 Grad schon, 30 Grad, dann wirst du lecker schwitzig. Abgesehen davon, ich weiß nicht, da hast du die Sachen so also ich weiß nicht, ich kann mir das alles nicht vorstellen. Da muss ich mich auf euch verlassen. So, dann eure Fragen, eure Antworten bekommt ihr von mir. Aber denkt dran, Kanal abonnieren ist wichtig, Glocke an, Like, kommentieren, sonst kann ich eure Frage nicht beantworten. Like könnt ihr auch da lassen. Immer wieder Like. Hallo Ingo, hallo Thomas, Frank. Sicherlich ist die A380 ein Meisterwerk der Technik, aber sie löst bei mir nicht die gleichen Emotionen aus wie bei der Boeing 747-8 oder 340-600. Schön wie die 787 ist sie nicht. Ich überlege gerade, es gibt ja diese eine Dame, die diese 737 eine sexuelle Beziehung hat, ne? Vielleicht solltest du mit ihr nochmal sprechen, ob du da mit deiner Auswahl bei ihr ankommst. Und natürlich Grüße nach Bremen. So, dann Venture X, Hallöchen. Frank schreibt noch, dass er sich auf den ersten Flug mit der grünen Ringelsocke von Condor auf dem Prime Seat freut. Vielleicht hast du auch Glück und kriegst das Condor-Bier. Hallo Sebastian, hallo Ronny, hallo Thorsten, Grüße nach Norwegen. Hallo Frank. Frank freut sich auf die First Class A380. Mal sehen, was mit Meilen möglich ist. Ja, Quatsch, Thomas freut sich, Entschuldigung. Ihr habt die gleiche Farbe gehabt bei eurem Icon. Also Thomas natürlich, Entschuldigung, excuse-moi. Dann könnt ihr es ja so machen wie Thomas und wie Frank, beide Kanalmitglieder. Dann hättet ihr auch schon die Folge, die ihr heute gesehen habt, von den Mietwagen-Guides früher gesehen. Ich glaube, vorgestern haben wir das gezeigt schon. So, die nächste Folge habe ich übrigens auch schon in Vorbereitung. Geht um Hotel und um Loyalitätsprogramm. Etwas mal anderes, ein Programm, was wir noch nicht hatten. Dann, hallo Sven, Ronny freut sich auf das Comeback der 380 im November in der First von Lachs zurück nach München und eventuell im Oktober nach JFK. Dann geht es weiter. Es gibt nichts Besseres als diese Mühle. Der Markt wird zeigen, dass die A380 ja, wird nicht gebaut. Ist vorbei. Hallo Bernhard. So. Dann, hallo Lars, die Airlines sollten sich nach Kompensierung von NATO rückerstatten lassen. Ja, irgendwie wurde rumgeheult, dass man sich das von den Flughäfen ja auch nicht zurückholen konnte. Und Lufthansa hat ja gesagt, dass sie halt 300 Millionen, glaube ich, war es, gezahlt hat und vieles davon einfach nicht von ihnen verursacht war und sie trotzdem zahlen mussten. Dann, Sven, super toll, dass der A380 zurück ist. Plane Flüge damit, ich muss mich nicht dick anziehen, ich bin dick genug. Genau, und du hast ja auch immer nur 3,8 Kilo, das reicht ja dann. Genau, keine 380er Flüge mit Paxen, war nicht geplant. Es gab ja mal es gab diesen Rundflug, Freddy hat ihn ja gewonnen, ich hoffe jetzt, dass ich nichts Falsches sage. Also insofern war es nur fürs Personal und für VIP-Gäste. Gibt Trinkgeld, lege auf das Kopfpolster. Am letzten Tag gibt es nichts mehr, weil ich in Asien erleben durfte, dass ein Mann von der Rezeption Zimmer kontrollierte. Ich rannte Stiege hinauf. Treppe heißt das im Deutschen, wenn ihr nicht wisst, was eine Stiege ist. Und er sah, wie er das Geld einsteckte. Frank, die A380 an technischen Meister. Haben wir doch eben schon mal gehabt. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt doppelt kommt. Lustig. Roland schrie auf jeden Fall den Kollegen an, sagte, ich hätte das Geld vergessen. Ja, das kann man natürlich machen. Ronny macht in den USA immer beim Check-in gutes Trinkgeld bis 3 Tage, $30 und für mehr Tage bis zu $100 in Cash und die Frage nach einem Upgrade. Ja, das ist wie bei der Polizeikontrolle. Fahrzeugschein, Führerschein, das, was Sie dazwischen finden. Ach, 100 Euro ist für Sie. Thomas ist komplett auf New Zealand eingestellt, weil er sagt, dass das Mitglied total underperformt. Das musst du jetzt erklären, warum das underperformt, oder ist das
underperformed bei uns repräsentiert, hätten wir mehr Content bringen müssen, weil das Skybet haben wir gehabt und so weiter und so fort. Also das bringe ich schon. Aber da gibt es Möglichkeiten. Aber ihr wisst ja, ab Residence, The Residence, gibt es auch einen Film mit mir. So, hallo Stadtbär. Er kommt mit wenig klar, das ist gut. Frank, du hast doppelt geschrieben. Okay, kein Problem, dann dachte ich hätte schon Hallos. Thorsten, nach der 5. Sondersendung werde ich Mitglied. Ja, aber nicht unter Business Class dann, ne? Ganz wichtig, Business Class, Thorsten, ist das Ziel. Weil First Class kann ja jeder. Aber du kannst natürlich auch First Class werden oder Residence. Mit Residence machen wir sogar einen Film dann zusammen. Versprochen. Ganz, ganz wichtig. Dann nehme ich dich auch mit zur Allegris. Ja, auf den Heiligen Samstag haben wir jetzt 31 Minuten hier Spaß gehabt und alle Themen besprochen. Ich freue mich auf morgen. Da haben wir nochmal eine normale Sendung. Montag haben wir Mario da. Dann besprechen wir die Woche. Gucken wir mal, ob Freddy morgen kann oder wer Lust hat. Dann können wir auch noch mal ein bisschen quatschen. Und ich verabschiede mich jetzt. Also, viel Spaß, bis morgen in Alter und in Frische. Bis dann. Ciao, ciao. Und danke fürs Schauen, Abonnieren, Glocke, Like, Kanalmitgliedschaft. Und seid nicht so wie der Thorsten. Hier immer so teasern und dann... Ne? Also, bis dann. Ciao.